Lektion 1: Morgenroutinen. Hey, hast du gut geschlafen? Das habe ich tatsächlich getan. Was ist mit dir? Das gleiche hier. Ich fühle mich erfrischt und bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Das ist großartig. Wie sieht deine typische Morgenroutine aus? Nun, normalerweise beginne ich den Tag mit einer Tasse Kaffee und etwas leichtem Lesen. Ah, das klassische Morgenritual. Ich bin selbst eher ein Tee-Fan. Daran ist nichts falsch. Was machst du sonst noch gerne morgens? Ich versuche, schnell zu trainieren, auch wenn es nur ein flotter Spaziergang um den Block ist. Toll, das ist eine tolle Art, das Blut in Wallung zu bringen. Ich sollte wahrscheinlich mehr Bewegung in meine Routine integrieren. Lektion 2: Marketingstrategien. Hallo Anna, hattest du die Gelegenheit, über unsere neuen Marketingstrategien nachzudenken? Ja, habe ich. Ich glaube, wir müssen unsere Präsenz in den sozialen Medien überarbeiten. Das ist eine tolle Idee. Welche Art von Änderungen hattest du im Sinn? Zunächst einmal denke ich, dass wir uns mehr auf visuell ansprechende Inhalte konzentrieren sollten. Ah, ja, die Bedeutung auffälliger Bilder in der heutigen Zeit. Exakt. Und wir sollten auch aktiver mit unseren Followern interagieren. Guter Punkt. Der Aufbau einer stärkeren Community-Verbindung ist der Schlüssel. Absolut. Und wir sollten in Betracht ziehen, auch einige gezielte Werbekampagnen durchzuführen. Auf jeden Fall. Das wird uns helfen, neue potenzielle Kunden zu erreichen. Lektion 3: Eine grünere Zukunft. Hey Anna, hast du von den neuen umweltfreundlichen Initiativen gehört, die in unserer Stadt vorgeschlagen werden? Ah ja, ich freue mich sehr darauf, zu sehen, wie die Schritte in eine grünere Zukunft unternommen werden. Was denkst du über die Pläne? Ich finde sie wirklich ermutigend. Die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks ist heutzutage so wichtig. Auf jeden Fall. Selbst kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. Das ist so wahr. Haben Sie irgendwelche Veränderungen in Ihrem täglichen Leben bemerkt, die der Umwelt helfen? Nun, ich habe versucht, meinen Plastikverbrauch zu reduzieren und mehr zu recyceln. Haben Sie irgendwelche umweltfreundlichen Anpassungen vorgenommen? Absolut, ich habe angefangen, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren, anstatt zu fahren. Es ist besser für den Planeten und ich muss mir keine Sorgen um das Parken machen. Das ist großartig, jedes bisschen hilft. Ich hoffe wirklich, dass wir weiterhin positive Veränderungen in unserer Community sehen können. Ich auch, es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen für eine gemeinsame Sache zusammenkommen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Lektion 4: Strandurlaub. Hey Anna, ich hatte eine Idee für einen Wochenendtrip. Was hältst du davon, an den Strand zu gehen? Oh, das klingt wunderbar. Ich wollte schon immer mal raus aus der Stadt für einen Tapetenwechsel. Das gleiche hier. Ich dachte, wir könnten uns die kleine Strandstadt ansehen, die etwa 2 Stunden entfernt ist. Oh, ich habe tolle Dinge über diesen Ort gehört. Die Strände dort sollen wunderschön sein.
Exakt. Und ich bin mir sicher, dass wir auch ein paar nette kleine Restaurants und Geschäfte zum Erkunden finden könnten. Das ist eine fantastische Idee. Wir könnten sogar ein Picknick einpacken, um es direkt am Strand zu genießen. Definitiv. Und wir könnten unsere Badeanzüge mitbringen und etwas Zeit im Wasser verbringen. Perfekt. Ein entspannter Tag am Meer klingt genau nach dem, was ich gerade brauche. Absolut. Ich denke, das wird ein toller kleiner Wochenendausflug. Lektion 5: Kontroversen im Ruhestand. Hey Anna, hast du die Nachrichten über die jüngsten Kontroversen rund um Johnsons Ruhestand erhalten? Ja, habe ich. Es war in letzter Zeit ein ziemlich heißes Thema. Soweit ich weiß, gab es viele Ereignisse und Probleme, die dazu geführt haben. Absolut. Es scheint, als ob es einige Fragen zu den Umständen seiner Abreise und den Auswirkungen auf das Unternehmen gab. Das ist richtig. Ich habe gehört, dass das Führungsteam Vorwürfe wegen Fehlverhaltens und mangelnder Transparenz gemacht hat. Wow, das ist besorgniserregend. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit schwierig war, das alles zu verstehen. Auf jeden Fall. Es ist die Art von Situation, die den Ruf und die Kultur eines Unternehmens wirklich erschüttern kann. Absolut. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt und ob es nachhaltige Auswirkungen geben wird. Ich auch. Es wird interessant sein, die Geschichte zu verfolgen und zu sehen, ob sich daraus bedeutende Änderungen ergeben. Ganz gewiss. Solche hochkarätigen Veranstaltungen können die zukünftige Ausrichtung einer Organisation wirklich prägen. Lektion 6: Die Strandabenteuer erkunden. Hey Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich an den Strand gegangen bist. Wie war deine Reise? Guten Morgen, John. Es war unglaublich. Ich hatte so viel Spaß dabei, die Küste zu erkunden und die atemberaubende Aussicht zu genießen. Das klingt wunderbar. Ich wollte schon immer mal den Strand besuchen. Was war dein Lieblingsteil? Mein Lieblingsteil war definitiv das Schwimmen im kristallklaren Wasser. Es war so erfrischend und friedlich. Wow, das klingt nach dem perfekten Kurzurlaub. Ich bin ein bisschen neidisch. Konntest du lokale Meeresfrüchte probieren? Ja, ich habe mir die köstlichsten Fischgerichte gegönnt. Der frische Fang des Tages war unglaublich. Das Wasser läuft köstlich. Ich muss bald einen Ausflug zum Strand machen. Vielleicht können wir zusammen gehen? Absolut, das würde mir gefallen. Wir können die Wasserbecken erkunden und Sandburgen bauen. Es wird ein Abenteuer. Dann ist es ein Plan. Ich kann es kaum erwarten, den Strand mit dir zu erleben. Lektion 7: Erkunden Sie die Cotswolds. Hallo Anna, ich freue mich sehr auf unsere bevorstehende Reise in die Cotswolds. Warst du schon einmal dort? Nein, habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass es absolut umwerfend ist. Ich kann es kaum erwarten, die bezaubernden Dörfer und sanften Hügel zu erkunden. Ich auch, es wird ein unglaubliches Abenteuer. Ich habe gehört, dass die Architektur unglaublich ist, mit all den honigfarbenen Steingebäuden. Absolut,
und die Landschaft soll atemberaubend sein. Ich freue mich sehr darauf, zu wandern und die malerischen Aussichten zu genießen. Das gleiche hier. Ich denke, es wird der perfekte Zufluchtsort vom Trubel der Stadt sein. Auf jeden Fall. Es wird so schön sein, langsamer zu werden und die Ruhe der Cotswolds zu genießen. Ich kann es kaum erwarten, auch die lokale Küche zu probieren. Ich habe gehört, dass die Pubs köstliche hausgemachte Gerichte servieren. Das klingt unglaublich. Ich freue mich schon darauf, die traditionelle englische Küche zu probieren. Ich auch. Es wird ein echter Leckerbissen. Diese Reise wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Ich kann es spüren. Lektion 8, 4H, Clubs und Farming. Hey Anna, hast du von 4H-Clubs gehört? Sie scheinen eine wirklich coole Art zu sein, Kinder für die Landwirtschaft zu interessieren. Du hast recht, John. In 4H-Clubs dreht sich alles um praktisches Lernen und persönliche Entwicklung für junge Menschen. Genau. Ich finde es toll, wie sie darauf abzielen, den Kopf, das Herz, die Hände und die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern. Absolut. Die Clubs bieten ein breites Spektrum an Aktivitäten an, von der Tierhaltung bis zum Pflanzenanbau. Das ist so toll. Ich denke, es ist wichtig, dass Kinder verstehen, woher ihr Essen kommt und wie es hergestellt wird. Vollkommen. Und 4H-Clubs bieten ihnen eine unterhaltsame und ansprechende Möglichkeit, sich diese Aufmerksamkeit zu verschaffen. Auf jeden Fall. Außerdem vermittelt es ihnen wertvolle Lebenskompetenzen wie Verantwortung und Teamwork. Absolut. Es ist so ein fantastisches Programm, um Kinder dazu zu bringen, sich für die Landwirtschaft zu interessieren. Ich stimme zu. Es ist eine wirklich bewundernswerte Initiative. Ich wünschte, ich hätte so etwas gehabt, als ich jünger war. Lektion 9, die Auswirkungen des Wetters. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie sehr das Wetter alles um uns herum beeinflussen kann? Ja, es ist erstaunlich, welchen Einfluss das Wetter auf unser tägliches Leben hat. Auf jeden Fall. Selbst kleine Temperatur- oder Niederschlagsänderungen können einen Welleneffekt haben. Absolut. Das Wetter beeinflusst alles, von unserer Stimmung bis zum Wachstum von Pflanzen und Nutzpflanzen. Das ist so wahr. Es ist unglaublich, darüber nachzudenken, wie alles wirklich miteinander verbunden ist. Ich weiß, oder? Es ist eine gute Erinnerung daran, dass wir alle Teil eines größeren, komplexen Systems sind. Exakt. Und es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie sich unser Handeln auf Wetter und Klima auswirken kann. Auf jeden Fall. Wir alle haben die Verantwortung, umweltbewusster zu sein. Absolut. Das Wetter betrifft uns alle, also müssen wir zusammenarbeiten, um unseren Planeten zu schützen. Lektion 10. Nach dem äußeren Urteilen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir Menschen manchmal danach beurteilen, wie sie aussehen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht fair. Wir sollten keine Annahmen über den Charakter oder die Fähigkeiten einer Person nur aufgrund ihres Aussehens treffen. Exakt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen kann. Vollkommen. Man weiß nie, was die Geschichte von jemandem ist oder wozu er fähig ist.
Absolut. Wir sollten versuchen, unvoreingenommen zu sein und Menschen kennenzulernen, bevor wir uns eine Meinung bilden. Auf jeden Fall. Sie werden überrascht sein, dass etwas Gutes entsteht, wenn man über das äußere Erscheinungsbild einer Person hinausschaut. Absolut. Es ist eine gute Lektion, eine Person nicht zu schnell oder hart zu beurteilen. Exakt. Wir könnten alle davon profitieren, in dieser Hinsicht etwas achtsamer und mitfühlender zu sein. Ich stimme zu. Es ist eine wichtige Sache, die wir in unserem täglichen Leben berücksichtigen sollten. Lektion 11: Persönliche Verantwortung. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel über Eigenverantwortung nachgedacht. Was denkst du, bedeutet es, persönlich verantwortlich zu sein? Das ist ein interessantes Thema, John. Für mich bedeutet Eigenverantwortung, Verantwortung für unser Handeln und unsere Entscheidungen zu übernehmen und für die Folgen verantwortlich zu sein. Genau. Ich glaube, jeder von uns hat die Pflicht, sich selbst und der Gesellschaft gegenüber verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Glaubst du nicht? Auf jeden Fall. Es ist leicht, Ausreden zu finden oder anderen die Schuld zu geben, aber wahres Wachstum entsteht, wenn wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Absolut. Ich habe festgestellt, dass ich mehr Kontrolle habe und befähigt bin, positive Veränderungen herbeizuführen, wenn ich Verantwortung übernehme. Ich stimme zu. Und es ist auch ein gutes Beispiel für andere. Stellen Sie sich vor, wie viel besser die Welt sein könnte, wenn wir alle Eigenverantwortung übernehmen würden. Du hast so recht. Ich denke, es kommt darauf an, den Mut zu haben, schwierige Entscheidungen zu treffen, und die Demut, zuzugeben, wenn wir falsch liegen. Kluge Worte, John. Eigenverantwortung ist eine lebenslange Reise, aber eine wichtige für jeden, der ein erfülltes Leben führen möchte. Gut gesagt, Anna. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich dieselbe Meinung haben. Es ist ein Thema, das mich wirklich begeistert. Lektion 12: Bequemes Einkaufen. Hey Anna, ich habe mich gefragt, ob du dieses Wochenende einkaufen gehen willst? Es gibt ein paar neue Geschäfte, die ich mir schon lange ansehen wollte. Das klingt großartig, John. Was hattest du im Sinn? Ich bin immer auf der Suche nach bequemen Einkaufsmöglichkeiten. Nun, es gibt ein neues Einkaufszentrum im Freien, das gerade eröffnet wurde, nicht weit von hier. Es hat eine schöne Mischung aus Geschäften und Restaurants an einem Ort. Perfekt. Das klingt wirklich praktisch. Wir können einmal parken und dann einfach herumschlendern und die Gegend erkunden. Genau. Und sie haben eine Menge Geschäfte, von denen ich glaube, dass du sie wirklich mögen würdest: Haushaltswaren, Mode, sogar eine tolle Buchhandlung. Oh, eine Buchhandlung? Zählen Sie auf mich. Ich wollte ein paar neue Lektüre lesen. Fantastisch. Treffen wir uns dort am Samstag gegen 11 Uhr? Das sollte uns genügend Zeit zum Stöbern geben. Klingt gut für mich. Ich achte darauf, bequeme Schuhe zu tragen, damit wir uns wirklich Zeit lassen können. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, Anna. Es wird schön sein, gemeinsam stressfrei einkaufen zu gehen. Lektion 13: Elegante Kleidung. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du heute ein neues Kleid trägst. Es sieht toll an dir aus. Warum, danke John.
Ich habe gerade dieses schwarze Spitzenkleid bekommen und ich liebe den raffinierten Look wirklich. Es ist perfekt. Die Passform und der Stil betonen ihre Figur wirklich auf die richtige Weise. Du bist so süß. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Anfangs war ich mir etwas unsicher, aber jetzt fühle ich mich selbstbewusst und elegant. Nun, du solltest dich auf jeden Fall so fühlen. Das Kleid ist wirklich umwerfend. Oh, du bringst mich zum Erröten. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden damit, wie es ausgegangen ist. So wie du sein solltest. Ich wette, sie werden viele Blicke auf sich ziehen, wenn sie das tragen. Haha, nun, ich will nicht alle Blicke auf sich ziehen, aber ich fühle mich wie $1 Million in diesem Kleid. Und das solltest du. Elegant und edel ist immer in Mode. Du rockst es, Anna. Lektion 14: Unendliche Möglichkeiten. Hey Anna, hast du dich in letzter Zeit über alle technologischen Fortschritte auf dem Laufenden gehalten? Es ist wirklich erstaunlich, was heutzutage möglich ist. Du hast recht, John. Die Möglichkeiten für Bildung und Unterhaltung scheinen endlos. Haben Sie einige der neuen Virtual Reality Anwendungen gesehen? Das habe ich, und sie sind wirklich umwerfend. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Welt bereisen oder ein Konzert bequem von zu Hause aus besuchen. Genau. Und das Bildungspotenzial ist riesig. Die Schüler können jetzt interaktive 3D-Modelle und Simulationen erkunden. Absolut. Es eröffnet wirklich eine ganz neue Welt des Lernens und Entdeckens. Ich bin gespannt, was in den kommenden Jahren noch herauskommt. Ich auch. Das Tempo des technologischen Wandels ist einfach erstaunlich. Ich frage mich, wie unser Leben in 10 oder 20 Jahren aussehen wird. Das Gleiche hier. Aber auf eine gute Art, denke ich. Solange wir diese Fortschritte verantwortungsbewusst nutzen, sind die Möglichkeiten endlos. Gut gesagt, John. Mit der richtigen Einstellung kann Technologie unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichern. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Es ist eine aufregende Zeit, am Leben zu sein, das ist sicher. Lektion 15: Globale Küche. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit abenteuerlich gekocht hast. Erzähl mir mehr. Du hast recht, John. Ich habe es wirklich genossen, verschiedene globale Küchen in meiner Küche zu erkunden. Das ist großartig. An welcher Art von Gerichten hast du dich versucht? Nun, erst letzte Woche habe ich ein köstliches grünes Thai-Curry gemacht. Die Aromen waren so lebendig und komplex. Lecker, das klingt unglaublich. Thailändisches Essen ist einer meiner Favoriten. Was ist mit anderen Küchen? Ich habe auch mit mexikanischen, indischen und mediterranen Gerichten experimentiert. Es hat so viel Spaß gemacht. Das ist großartig. Ich finde es toll, wie Kochen eine Möglichkeit sein kann, die Welt zu bereisen, ohne die Küche zu verlassen. Genau. Und das Beste daran ist, neue Geschmacksrichtungen und Techniken zu entdecken, die ich dann in meine normale Küche integrieren kann. Auf jeden Fall. Wenn Sie Ihren kulinarischen Horizont erweitern, können Sie Ihre Hausmannskost wirklich auf die nächste Stufe heben.
Lektion 16. Ich wünsche mir einen Stern. Hey Anna, hast du heute Abend den ersten hellen Stern am Himmel gesehen? Warum ja, John? Ich habe es mir gerade angesehen und mir etwas gewünscht. Ein Wunsch, hm? Was hast du dir gewünscht? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich das tue, wird es nicht wahr werden. Oh, komm schon. Ich verspreche, ich werde es keiner Menschenseele sagen. Nun, in Ordnung. Ich wünschte, ich könnte eines Tages zum Mond reisen. Der Mond, hm? Das ist ein ehrgeiziger Wunsch. Ich wünschte, ich könnte den Wunsch haben, den ich mir heute Abend wünsche. Haha, das ist ein süßer Reim. Was hast du dir gewünscht? Ich wünschte mir einen lebenslangen Vorrat an Schokoladeneis. Lektion 17. Die Verletzten und die Deminos. Guten Morgen, Anna. Hast du von den Verletzten gehört, die unsere Hilfe benötigen? Ja, John, ich habe die Nachrichten verfolgt. Es ist schrecklich, so viele Bedürftige zu sehen. Ich stimme zu. Ich denke, wir sollten mehr tun, um die Arbeit der Deminderjährigen zu beschleunigen und ihnen zu helfen. Das ist eine tolle Idee. Die Deminos haben das Fachwissen, um diese Verletzten wieder auf die Beine zu bringen. Exakt. Wir müssen Unterstützung und Ressourcen mobilisieren, um die Deminderjährigen in die Lage zu versetzen, ihre Bemühungen zu beschleunigen. Absolut. Ihr Fachwissen und ihr Mitgefühl sind in einer Zeit wie dieser von entscheidender Bedeutung. Ich werde mich an lokale Organisationen wenden und herausfinden, wie wir uns engagieren können, um den Prozess zu beschleunigen. Wunderbar, John. Ich schließe mich dir bei diesen Bemühungen an. Je eher wir den Verletzten die Pflege geben können, die sie benötigen, desto besser. Wunderbar, Anna. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam etwas für die Leidenden bewirken können. Lektion 18. Unklares Urteilsvermögen und wortreiche Sprache. Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass, wenn Menschen emotional werden, ihr Urteilsvermögen unklar werden kann? Ja, das habe ich definitiv beobachtet. Und manchmal reden sie auch zu viel. Exakt. Es ist fast so, als würde ihre Sprache durcheinander geraten, wenn sie in diesem Zustand sind. Es ist, als ob ihre Fähigkeit, sich zu artikulieren, deutlich beeinträchtigt wird. Absolut. Und das kann zu Missverständnissen oder sogar zu Fehlentscheidungen führen. Du hast so recht. Es ist so wichtig, Klarheit und Prägnanz im Denken zu bewahren, besonders in angespannten Situationen. Einverstanden. Wir sollten uns dessen alle bewusst sein und versuchen, auf dem Boden zu bleiben, wenn die Emotionen hoch sind. Auf jeden Fall. Es ist eine wertvolle Fähigkeit, die es zu entwickeln gilt, in der Lage zu sein, auch unter Stress effektiv zu kommunizieren. Gut gesagt, Anna. Das ist ein Bereich, in dem wir uns alle verbessern können. Lektion 19. Die unterschiedlichen Weltanschauungen von Wissenschaft und Literatur. Guten Morgen, Anna. Haben Sie je den starken Kontrast zwischen der Weltanschauung wissenschaftlicher und literarischer Menschen bemerkt? Ah ja, es ist ziemlich faszinierend. Ihre Denkweisen und Herangehensweisen können so unterschiedlich sein. Absolut. Wissenschaftler neigen dazu, in ihren Perspektiven sehr analytisch und datengetrieben zu sein.
Dagegen verfolgen Literaten oft einen subjektiveren, kreativeren Ansatz, um die Welt zu verstehen. Exakt. In der wissenschaftlichen Denkweise dreht sich alles um empirische Beweise und objektive Analysen. Während literarische Denker die Nuancen, Ambiguität und emotionalen Dimensionen menschlicher Erfahrung genießen. In der Tat. Diese beiden Weltanschauungen können manchmal zu Konflikten oder Missverständnissen führen. Auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist von großem Wert, diese Kluft zu überbrücken und die Komplementarität zu finden. Ich stimme zu. Ich verbinde den rigorosen, systematischen Ansatz der Wissenschaft mit der reichen, fantasievollen Linse der Literatur. Lektion 20. Tage der offenen Tür und Zukunftspläne. Hey Anna, hast du vor, bald an einem Tag der offenen Tür teilzunehmen? Weißt du, ich wollte das, hatte aber noch nicht die Gelegenheit dazu. Denken Sie darüber nach, sich welche anzusehen? Bin ich. Es gibt ein paar in der Nachbarschaft, die mir aufgefallen sind. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, einen Blick darauf zu werfen. Das ist großartig, John. Tage der offenen Tür können eine wertvolle Möglichkeit sein, ein Gefühl für verschiedene Immobilien zu bekommen. Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar etwas, das gut in die Zukunft passen könnte. Oh, Zukunftspläne. Oh, ich freue mich immer darauf, neue Möglichkeiten zu erkunden. Das Gleiche hier. Es ist immer gut, unvoreingenommen zu sein und zu sehen, welche Möglichkeiten sich ergeben. Absolut. Nun, lassen Sie mich wissen, wenn Sie Tage der offenen Tür finden, die Ihrer Meinung nach einen Besuch wert sind. Ich würde mich freuen, zu dir zu kommen. Werde ich tun, Anna. Ich werde dich über meine Abenteuer am Tag der offenen Tür auf dem Laufenden halten. Lektion 21. Friedliche Oase. Hey Anna, ich habe gehört, du hast einen neuen Balkon. Hey, wie ist es? Guten Morgen, John. Fantastisch, ich habe jetzt eine friedliche Oase direkt auf meinem Balkon. Ich kann es kaum erwarten, mich zu entspannen und die Ruhe zu genießen. Das klingt wunderbar. Was hast du dort vor? Ich denke darüber nach, ein paar Topfpflanzen und vielleicht ein kleines Wasserspiel hinzuzufügen, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Exzellente Idee. Das wird den Raum wirklich verändern. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf, meinen eigenen kleinen Kurzurlaub direkt zu Hause zu gestalten. Ich bin mir sicher, dass es der perfekte Ort sein wird, um nach einem langen Tag zu entspannen. Absolut, ich kann es kaum erwarten, meine Abende da draußen zu verbringen, Tee zu trinken und den Sonnenuntergang zu beobachten. Das klingt nach der perfekten Art, sich aufzuladen. Ich bin ein bisschen neidisch. Lektion 22. Neue Freunde. Hey Anna, wie läuft deine erste Schulwoche? Hallo John, es war großartig. Bisher macht es mir wirklich Spaß. Das ist großartig. Was gefällt dir daran am besten? Ich finde es toll, dass es ein guter Ort ist, um neue Freunde zu treffen. Ich habe schon ein paar gemacht. Das ist fantastisch, es ist immer schön, neue Kontakte zu knüpfen. Auf jeden Fall, und alle waren so freundlich. Ich freue mich, das zu hören. Neue Freunde zu finden kann anfangs etwas nervenaufreibend sein.
Ja, aber alle waren sehr freundlich. Ich habe sogar die Nummer meines neuen Freundes auf den Kühlschrank geschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Gut überlegt. Hört sich an, als ob du dich gut eingelebt hast. Lektion 23: Kulinarische Abenteuer. Hey Anna, ich habe gehört, dass du bald eine Reise planst. Guten Morgen, John. Ja, ich bin so aufgeregt. Ich werde eine neue Stadt besuchen. Das klingt unglaublich. Worauf freust du dich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, die lokale Küche zu probieren. Ich habe gehört, dass das Essen unglaublich ist. Das ist großartig. Lokale Gerichte sind immer die beste Art, einen neuen Ort zu erleben. Auf jeden Fall habe ich vor, so viele Spezialitäten wie möglich zu probieren. Vergessen Sie nicht, auch das Streetfood zu probieren. Dort finden Sie die authentischsten Aromen. Toller Tipp, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich möchte nichts verpassen. Das klingt nach einem köstlichen Abenteuer. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Lektion 24: Den Deal besiegeln. Guten Morgen, Anna. Ich wollte unsere Partnerschaftsdiskussion weiterverfolgen. Hallo John. Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Toll, ich glaube, wir sind beide auf derselben Seite, was die Details angeht. Ich stimme zu. Ich denke, wir sind dann bereit, die Partnerschaft abzuschließen. Hervorragend, sollen wir weitermachen und den Papierkram erledigen? Auf jeden Fall freue ich mich darauf, diese Partnerschaft auf den Weg zu bringen. Wunderbar, ich schicke Ihnen die endgültigen Dokumente zur Überprüfung zu. Perfekt, ich schaue sie mir an und lasse sie so schnell wie möglich signieren. Hört sich gut an, ich schätze Ihre Schnelligkeit in dieser Angelegenheit. Das wird eine großartige Gelegenheit sein. Lektion 25: Urlaubsplanung. Hey Anna, ich habe gehört, dass du einen Urlaub planst. Wo willst du hin? Hallo John. Ja, ich denke darüber nach, bald eine Reise zu machen. Ich habe vor, ungefähr 2 Wochen zu bleiben. Ist das genug Zeit? 2 Wochen klingen nach einer großartigen Zeit, um einen neuen Ort wirklich zu erleben. Wo willst du hingehen? Ich entscheide mich immer noch, aber ich erwäge ein paar verschiedene Optionen. Was denkst du wäre ein gutes Reiseziel für eine 2-wöchige Reise? Nun, das hängt wirklich davon ab, nach welcher Art von Erfahrung Sie suchen. Interessieren Sie sich eher für einen erholsamen Strandurlaub oder eine abenteuerliche Besichtigungstour? Ich glaube, ich hätte gerne ein bisschen von beidem. Vielleicht auch eine Küstenstadt mit vielen kulturellen Attraktionen. In diesem Fall würde ich empfehlen, sich einen Ort wie das Mittelmeer anzusehen. Sie könnten eine gute Balance zwischen Entspannung und Erkundung finden. Das ist eine großartige Idee, ich muss mir einige Ziele im Mittelmeerraum ansehen. Irgendwelche spezifischen Empfehlungen? Spanien oder Italien wären eine wunderbare Wahl. Probieren Sie einfach die lokale Küche, wo immer Sie hingehen. Lektion 26: Yoga für Flexibilität. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit Yoga machst. Hey, wie läuft das? Es war großartig.
Ich habe eine echte Verbesserung meiner Flexibilität festgestellt, seit ich angefangen habe, regelmäßig zu üben. Das ist großartig. Warum hast du dich entschieden, Yoga zu beginnen? Nun, ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine allgemeine Fitness und Mobilität zu verbessern. Yoga schien die perfekte Lösung zu sein. Auf jeden Fall ist es eine großartige Methode, um Festigkeit und Flexibilität mit geringen Auswirkungen aufzubauen. Absolut. Und ich finde es auch sehr beruhigend und zentrierend. Genau das, was ich nach einem stressigen Tag brauche. Das ist wunderbar. Folgst du einem bestimmten Stil oder Programm? Ich mache eine Mischung aus Vinyasa und Hatha Yoga. Die Abwechslung macht es interessant. Toll, das muss ich selbst ausprobieren. Ich könnte einen Schub an Flexibilität gebrauchen. Lektion 27: Auswirkungen der Korruption. Hey Anna, hast du die Nachrichten über diesen aufsehenerregenden Korruptionsfall gesehen? Es ist wirklich besorgniserregend. Ja, habe ich. Es ist so frustrierend zu sehen, wie Korruption der Wirtschaft und den Institutionen eines Landes schaden kann. Absolut. Wenn Kriminelle in der Lage sind, sich durch Bestechung der Justiz zu entziehen, untergräbt das gesamte System. Exakt. Und es ist nicht nur das Justizsystem, Korruption kann weitreichende Auswirkungen haben. Sie kann die Infrastruktur, die öffentlichen Dienstleistungen und sogar die nationale Sicherheit eines Landes schwächen. Du hast recht. Ich habe gelesen, dass Korruption an einigen Orten zu Dingen wie minderwertigen Bauarbeiten und gescheiterten Infrastrukturprojekten geführt hat. Wow, das ist wirklich besorgniserregend. Es ist wie ein Krebs, der sich in der gesamten Gesellschaft ausbreitet. Auf jeden Fall. Und es sind auch nicht nur die großen, schlagzeilenträchtigen Fälle. Selbst kleine Korruption, wie Bestechung bei alltäglichen Transaktionen, kann zu enormen wirtschaftlichen Verlusten führen. Vollkommen. Es ist so wichtig, dass die Bürger wachsam sind und verdächtige Aktivitäten melden. Wir alle müssen bei der Bekämpfung der Korruption eine Rolle spielen. Absolut. Und die Regierungen müssen mehr tun, um die Antikorruptionsgesetze zu stärken und sie rigoros durchzusetzen. Lektion 28: Abenteuer auf dem Bauernmarkt. Hey Anna, warst du schon einmal auf dem örtlichen Bauernmarkt? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ist es gut? Es ist fantastisch. Die Produkte sind so frisch und die Atmosphäre ist sehr lebendig und gemeinschaftsorientiert. Das klingt wunderbar. Wo befindet es sich? Es liegt in der Innenstadt, nur ein paar Blocks vom Hauptplatz entfernt. Sie haben es jeden Samstagmorgen. Oh, perfekt, das ist wirklich praktisch. Ich würde es gerne dieses Wochenende ausprobieren. Du solltest auf jeden Fall gehen. Die Auswahl ist unglaublich. Alle Arten von Obst, Gemüse, Backwaren und sogar lokal hergestelltes Kunsthandwerk. Das ist großartig. Ich versuche, mehr Lebensmittel aus der Region zu essen, daher scheint der Bauernmarkt perfekt zu sein. Absolut. Und die Preise sind normalerweise viel besser als im Supermarkt. Sie können die lokale Wirtschaft wirklich unterstützen. Lektion 29: Die Cajun-Kultur in Louisiana. Hey Anna, wusstest du,
dass die Cajun-Kultur in Louisiana einige wirklich faszinierende Ursprünge hat? Nein, das wusste ich nicht. Was ist die Geschichte dahinter? Nun, die Cajun-Kultur wurde tatsächlich von den französischsprachigen Siedlern Louisianas entwickelt, die als Akadier bekannt waren. Ah, ich verstehe. Also waren es französische Kanadier, die sich schließlich in Louisiana niederließen? Exakt. Die Akadier wurden im 18. Jahrhundert von den Briten aus Ostkanada vertrieben, und viele von ihnen machten sich auf den Weg nach Louisiana. Interessant. Also vermischten sie ihre französischen Wurzeln mit der lokalen Kultur und den Traditionen in Louisiana. Ja, das stimmt. Die Cajun-Küche, die Musik und die Lebensweise sind eine einzigartige Mischung aus französischen, indigenen und spanischen Einflüssen. Das ist echt cool. Der Mississippi ist auch in Louisiana berühmt, oder? Absolut. Der mächtige Mississippi hat die Geschichte und Kultur Louisianas maßgeblich geprägt. Lektion 30, Partyzeit. Hey Anna, freust du dich auf die Party heute Abend? Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten. Um wie viel Uhr fängt es an? Ich habe gehört, dass die Leute gegen 18 Uhr ankommen werden. Wissen Sie, ob es eine festgelegte Endzeit hat? Ich bin mir nicht sicher. Das muss ich überprüfen. Hoffentlich geht es bis spät in die Nacht. Das wäre toll. Es wird schön sein, nach einer anstrengenden Woche loszulassen und Spaß zu haben. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, mich mit Freunden zu treffen und vielleicht sogar ein bisschen zu tanzen. Klingt nach einem Plan. Ich werde dafür sorgen, dass ich meine besten Moves mitbringe. Haha, daran habe ich keinen Zweifel. Versuch einfach nicht das Rampenlicht zu stehlen, okay? Keine Versprechungen. Aber ich werde versuchen, die Tanzfläche zu teilen. Lektion 31, neue Ausrüstung. Hey Anna, ich habe gehört, dass das Unternehmen neue Geräte für uns bereitstellt. Was kannst du mir darüber sagen? Guten Morgen, John. Ja, das Unternehmen modernisiert unsere Ausrüstung. Sie wollen sicherstellen, dass wir über die perfekten Werkzeuge verfügen, um unsere Arbeit effizient zu erledigen. Das sind großartige Neuigkeiten. Welche Art von neuer Ausrüstung bieten Sie an? Nun, sie geben uns die neuesten Laptops und Software. Wir werden auch neue Schreibtische und Stühle bekommen, um unseren Arbeitsplatz zu verbessern. Wow, das klingt alles sehr hilfreich. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Sachen auszuprobieren. Wann bekommen wir die neue Ausrüstung? Laut der Ankündigung werden die neuen Geräte nächste Woche geliefert und installiert. Ich freue mich darauf, es zu benutzen. Hervorragend, ich werde dafür sorgen, dass mein Terminplan frei ist, damit ich alles sofort einrichten kann. Das wird eine große Hilfe für meine Arbeit sein. Ich stimme zu. Das Unternehmen investiert wirklich in uns und unsere Produktivität. Ich denke, diese Upgrades werden einen großen Unterschied machen. Ganz gewiss. Danke für das Update, Anna. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen, sobald es eintrifft. Lektion 32, Frühstück bestellen. Guten Morgen, Anna. Hattest du die Gelegenheit,
das Frühstücksbestellformular auszufüllen? Ja, habe ich. Ich bestellte einen Frühstücksburrito, Rösti und Orangensaft. Großartig! Ich habe mich für den Klassiker entschieden: Eier, Speck und Toast. Damit kann ich nichts falsch machen. Klingt köstlich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, mich damit zu beschäftigen. Was glaubst du, werden Sie heute zum Frühstücksspecial haben? Vielleicht eine Art Frühstückssandwich oder eine Frühstücksplatte mit ein bisschen von allem. Oh, eine Frühstücksplatte wäre genau das Richtige. Ich könnte etwas Abwechslung nehmen. Definitiv. Es ist immer schön, Optionen zu haben, besonders für die wichtigste Mahlzeit des Tages. Absolut. Das Frühstück gibt den Ton für den ganzen Tag an, weißt du? Lektion 33: Markttrends. Hey Anna, wie läuft die Marktanalyse? Es läuft gut. Wir haben einige wirklich interessante neue Trends gefunden. Das sind großartige Neuigkeiten. Welche Trends sehen wir? Nun, zum einen hat es einen großen Wandel hin zu nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Produkten gegeben. Interessant. Das ist definitiv ein Bereich, den wir im Auge behalten sollten. Auf jeden Fall. Und wir sehen auch eine steigende Nachfrage nach personalisierten, anpassbaren Produkten. Ah, das macht Sinn. Kunden wollen heutzutage etwas Einzigartiges, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Exakt. Wir müssen herausfinden, wie wir das in unsere Produktpalette integrieren können. Guter Punkt. Das sind alles wirklich wertvolle Informationen. Ich freue mich, dass sich die Analyse auszahlt. Lektion 34: Trainingsroutine. Hey Anna, was ist deine übliche Trainingsroutine? Oh, normalerweise mache ich eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Ich finde, dass es mir wirklich hilft, fit und gesund zu bleiben. Das gleiche hier. Ich liebe es, ein hochintensives Intervalltraining auf dem Laufband zu machen, gefolgt von einigen Kraftübungen. Das ist großartig. Hast du eine Lieblingsart von Cardio? Ich laufe sehr gerne, aber manchmal wechsle ich es auch gerne mit Radfahren oder Schwimmen ab. Ah, das sind alles hervorragende Optionen. Ich bevorzuge eher den Crosstrainer oder den Treppensteiger für mein Cardio. Toll, das sind großartige Optionen mit geringen Auswirkungen. Und wie steht's mit dem Krafttraining? Worauf konzentrierst du dich? Ich achte darauf, alle wichtigen Muskelgruppen zu trainieren: Arme, Beine, Rumpf und Rücken. Ich mache wirklich gerne Kniebeugen, Ausfallschritte und Overhead-Pressen. Fantastisch, das sind alles fantastische Verbundübungen. Ich versuche, eine ähnliche Ganzkörperroutine zu machen, wobei der Schwerpunkt auf Kreuzheben und Bankdrucken liegt. Lektion 35: Wandersnacks. Hey Anna, ich dachte, wir sollten dieses Wochenende wandern gehen. Hättest du Interesse daran, mitzumachen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Das würde ich liebend gerne. Sollen wir Snacks oder Vorräte für die Wanderung mitbringen?
Ja, gute Entscheidung. Wir sollten wahrscheinlich ein paar gesunde Snacks einpacken, um uns während der Wanderung zu stärken. Absolut. Vielleicht könnten wir etwas Trailmix, Müsliriegel und etwas frisches Obst mitbringen? Oh, das klingt perfekt. Wir könnten uns auch ein paar Wasserflaschen schnappen, um hydratisiert zu bleiben. Auf jeden Fall ist es so wichtig, hydratisiert zu bleiben, besonders auf einer Wanderung. Vielleicht könnten wir sogar ein kleines Picknick-Mittagessen einpacken? Das ist eine fantastische Idee. Wir könnten ein paar Sandwiches oder Wraps einpacken und uns einen schönen Platz suchen, um sie während der Wanderung zu genießen. Ich liebe es. Das wird so ein lustiges Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, in die Natur zu gehen und sie zu erkunden. Ich auch nicht. Es wird toll sein, etwas Bewegung und frische Luft zu haben. Das wird ein toller Wochenendausflug. Lektion 36: Englischkenntnisse. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit viel Englisch geübt hast. Wie geht's? Eigentlich ist es wirklich gut gelaufen. Ich habe versucht, so weit wie möglich in die Sprache einzutauchen. Das ist toll zu hören. Haben Sie irgendwelche Tipps oder Tricks zur Verbesserung Ihrer Englischkenntnisse gelernt? Nun, eine Sache, die wirklich hilfreich war, ist der Versuch, mit so vielen Menschen wie möglich Englisch zu sprechen. Ah, das macht Sinn. Diese Praxis in der Praxis zu bekommen ist so wertvoll. Exakt. Und ich habe auch viele englische Fernsehsendungen und Filme gesehen, um mein Hörverständnis zu verbessern. Gute Entscheidung. Sich Muttersprachlern auszusetzen, kann den Lernprozess wirklich beschleunigen. Absolut. Und ich achte darauf, auch das Schreiben auf Englisch zu üben, zum Beispiel durch Tagebuchschreiben und E-Mails. Das ist ein großartiger, abgerundeter Ansatz. Gibt es noch einen anderen Rat, den Sie jemandem geben würden, der versucht, sein Englisch zu verbessern? Lektion 37: Sportfinanzierung für Männer. Hey Anna, hast du die Neuigkeiten über die Änderungen der Sportförderung an Universitäten gesehen? Ja, habe ich. Offenbar gab es große Anstrengungen, mehr Ressourcen für Frauensportprogramme bereitzustellen. Interessant, ich frage mich, wie sich das auf die Männersportarten auswirken wird, die traditionell am meisten finanziert wurden. Nach allem, was ich gelesen habe, besteht das Ziel darin, mehr Chancengleichheit und Chancen für Sportlerinnen zu schaffen. Das Gesetz verpflichtete die Schulen zur gleichen Finanzierung. Ich verstehe, das macht Sinn. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die Schulen, die viel in Männersport investieren, nicht allzu glücklich darüber sein werden, das Geld umverteilen zu müssen. Du hast wahrscheinlich recht. Es wird sicherlich einen gewissen Widerstand geben, aber ich denke, das ist ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung der Geschlechter in der Leichtathletik an Hochschulen. Ich stimme zu, es ist jedoch ein komplexes Thema. Ich bin gespannt, wie sich das alles in den kommenden Jahren entwickelt. Ich auch. Es wird interessant sein, die Veränderungen zu beobachten und zu sehen, wie sich die Schulen an die neuen Finanzierungsanforderungen anpassen. Auf jeden Fall. Nun, danke, dass du mir die Details erzählt hast, Anna. Vielen Dank, dass Sie mich über diese wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Lektion 38: Packen für eine Reise. Hey Anna,
Bist du bereit für deine bevorstehende Reise? Ich komme dahin. Ich versuche alles Nötige einzupacken, aber das ist immer eine Herausforderung. Ich höre dich. Sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, kann eine ziemliche Aufgabe sein. Absolut. Ich versuche, bequeme Kleidung einzupacken und sicherzustellen, dass ich alle Grundlagen abgedeckt habe. Das ist ein guter Ansatz. Es ist wichtig, praktisch zu sein, aber auch Platz für lustige Dinge zu lassen. Exakt. Ich mache auch eine Liste mit allen Toilettenartikeln oder technischen Geräten, die ich mitbringen muss. Kluger Schachzug. Wenn Sie auf Reisen auf diese kleinen Details achten, kann dies einen großen Unterschied machen. Auf jeden Fall. Ich möchte sicher gehen, dass ich gut vorbereitet bin, aber auch nicht zu viel gepackt habe. Ich bin sicher, du wirst die perfekte Balance finden. Denken Sie daran, leicht zu packen und die Reise zu genießen. Lektion 39: Mautgebühren bezahlen und Fahrten bis spät in die Nacht. Hallo Anna, ich musste auf dem Weg hierher eine Maut zahlen. Wissen Sie, wie das Mautsystem in unserer Stadt funktioniert? Guten Morgen, John. Das Mautsystem kann etwas verwirrend sein. Es gibt verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, zum Beispiel mit einer Prepaid-Karte oder einer mobilen App. Ich verstehe, das ist gut zu wissen. Am Ende habe ich nur die Maut bezahlt, aber es wäre praktisch, eine schnellere Option zu haben. Auf jeden Fall können die Cashlanes langsam sein, besonders während der Hauptverkehrszeit. Haben Sie darüber nachgedacht, eine elektronische Mautmarke zu bekommen? Das macht den Prozess viel schneller. Nein, das habe ich noch nicht untersucht. Wie funktioniert die elektronische Mautmarke? Es ist ziemlich einfach. Sie montieren das Etikett einfach an Ihrer Windschutzscheibe und die Maut wird automatisch von Ihrem Konto abgebucht, wenn Sie durch die Schnellstraßen fahren. Ah, das klingt wirklich praktisch. Ich muss mir überlegen, ob ich mir so eins besorge. Danke für den Tipp. Kein Problem. Und wenn Sie einmal spät in der Nacht reisen müssen, können die Mautstraßen eine gute Option sein. Achten Sie einfach auf Baustellen oder Spursperrungen. Gut zu wissen. Ich musste gestern Abend tatsächlich die Mautstraße nach Hause nehmen. Es war eine reibungslose Fahrt, aber ich war mir so spät nicht sicher, wie die Sicherheit war. Lektion 40: Probleme mit der Mautstelle. Hey Anna, bist du heute in der langen Linie der Mautstelle auf der Autobahn stecken geblieben? Oh, es war ein Albtraum. Am Ende kam ich zu spät zu meinem Meeting, weil sich der Verkehr kaum bewegte. Ich weiß, oder? Die Mautgebühren sind manchmal einfach so umständlich. Wissen Sie, ob es hier einfachere Möglichkeiten gibt, die Mautgebühren zu bezahlen? Eigentlich habe ich gerade diese neue App heruntergeladen, mit der Sie die Maut elektronisch bezahlen können. Sie verknüpfen einfach Ihr Konto und die Gebühr wird im Laufe der Zeit automatisch abgezogen. Das klingt wirklich praktisch. Wie funktioniert das genau? Nun, du meldest dich an und sie schicken dir einen kleinen Transponder, den du an deiner Windschutzscheibe befestigst. Immer wenn sie dann eine Mautstelle passieren, erkennt sie ihren Transponder und belastet ihr Konto. Wow, das ist großartig. Und spart es Ihnen Geld im Vergleich zur Barzahlung am Stand? Ja, normalerweise ist es ein bisschen billiger. Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen machen,
ob Sie das richtige Wechselgeld zur Hand haben oder die Warteschlange verlangsamen. Nett, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Danke für den Tipp, Anna. Klingt nach einem Wendepunkt für meinen Arbeitsweg.